Hallo meine Freunde, hola Madridistas, Vini Junior ist zurück. Die Frage ist nur, für wie lange? Denn laut neuesten Informationen vom AS geht Arsenal all in. Mikel Arteta hat schon persönliche Gespräche mit Vini Junior über seine Zukunft geführt. Was da los ist, schauen wir uns natürlich an. Aber nicht nur Vini Junior ist zurück, heute ist auch der erste Trainingstag von Brahim und von Bernardo Silva unter José Mourinho. Das schauen wir uns natürlich an. Ja, und als wenn das alles nicht schon Wirbel genug wäre, darum, dass ein Brasilianer uns verlassen könnte, ja, könnte uns auch eventuell ein zweiter Brasilianer verlassen. Denn der AS Rom möchte Endrick. All das und noch viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, wenn wir gleich im Laufe des Videos schon auf kompliziertere Themen zu sprechen kommen, würde ich vorschlagen, fangen wir doch dieses Video erst einmal mit guten Nachrichten für den Madridismo an. Und zwar, am Samstag, den 8.8. spielt Real Madrid bekanntermaßen gegen Ferencváros Budapest. Und die gute Information für den gesamten Madridismo, auch dieses Spiel ist im Free TV auf Real Madrid TV über 90 Minuten gratis zu sehen. Solltest du kein Real Madrid TV empfangen, gibt es immer noch die VPN-Lösung, und wenn das immer noch nicht klappt, dann hast du auch noch die Real Madrid Play-App. Also, lieber Madridismo, da kannst du gratis Real Madrid schauen und weiß Gott, vielleicht gibt es ja wieder einen Watchalong. Ja, einige Spieler, die bei diesem Spiel wahrscheinlich zum ersten Mal dabei sind, sind unter anderem ein Vini Junior, denn er war heute einer der ersten auf dem Trainingsgelände von Real Madrid. Schon mal ein gutes Zeichen nach den ganzen Gerüchten. Vini Junior durchlebt gerade seinen medizinischen Check und an seiner Seite macht das auch ein Bernardo Silva. Für den Portugiesen ein emotionaler Moment. Ja, zum ersten Mal bei den Königlichen bei Real Madrid. Ich drücke Bernardo Silva natürlich die Daumen, dass er an seinen Erfolg bei Manchester City anknüpfen kann, dass er Ruhe, Erfahrung in diese Kabine bringen kann. Ja, den nötigen Ehrgeiz hat er. Ich sag's immer wieder, Bernardo Silva, wenn der gegen einen spielt, war das wie Zahnschmerzen. Immer wieder war da was Nickliges, Dreckiges, Ekelhaftes dabei. Ja, und das sind aber auch die Charaktere, die Real Madrid in ihrem Kader in den letzten Jahren gefehlt haben. Naja, unter José Mourinho. Hoffentlich hat Real Madrid da genügend Ehrgeiz, den ein Bernardo Silva bei Manchester City auch gezeigt hat. Ja, aber ich wollte mich über einen dritten Spieler unterhalten, der heute sein Comeback bei Real Madrid gibt, und zwar Brahim Diaz. Nach einer tollen WM mit Marokko ist der Marokkaner jetzt wieder zurück, und das gleich mit zwei guten Nachrichten. Die erste gute Nachricht: Er hat im Laufe dieses Wochenendes geheiratet. Also, herzlichen Glückwunsch, Brahim, zu deiner Ehe. Ich drücke dir die Daumen. Mögest du ein gesundes, glückliches Eheleben den Rest deiner Tage leben. Und das Ganze verbinden wir auch nochmal mit den zweiten herzlichen Glückwünschen meinerseits. Denn Brahim Diaz hat heute auch noch Geburtstag. Da kommt ja alles zusammen bei dem innerhalb von wenigen Tagen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Brahim. Ja, mögest du eine tolle Saison bei Real Madrid haben. Ja, diese Information wollte ich euch geben. Bernardo Silva, Vini und ein Brahim sind zurück und stehen ab heute unter dem Kommando von José Mourinho. Ja, ein Spieler, der zurzeit nicht unter dem Kommando von José Mourinho steht, und zwar aufgrund seiner Verletzung, ist ein Thiago Pitach. Ja, die große Überraschung der letzten Saison. Ich sag's immer wieder, vor der Saison kannte ihn keiner, und auf einmal war der im Emirates gegen Manchester City in der Startaufstellung, gegen die Bayern in der Startaufstellung. Also unglaublich, welche Entwicklung dieser Junge gemacht hat. Allerdings sieht ein José Mourinho einen Thiago Pitach mit anderen Augen, als ihn ein Álvaro Arbeloa gesehen hat, oder auch ein Xabi Alonso, insbesondere aber ein Álvaro Arbeloa, um ehrlich zu sein. Ein José Mourinho setzt mehr auf Erfahrung, das wissen wir. Ja, und das weiß anscheinend auch ein Thiago Pitach, denn er könnte jetzt der dritte Spieler von Real Madrid sein, der nach einem Gonzalo und nach einem Palacios zum FC Fulham, zum Álvaro Arbeloa, seinem großen Befürworter, wechselt. Lesen wir uns das zusammen einmal durch.
Thiago Pitarch, Arbeloas Dritter. Der Trainer hat ihn als potenzielle Verstärkung im Blick und der Nachwuchsspieler freut sich darauf, bei Fulham wieder mit ihm zusammen zu spielen. Man sagt, alle guten Dinge sind drei. Und genau das könnte im Sommertransferfenster zwischen Arbeloas Fulham und Real Madrid passieren. Nachdem die Transfers von Gonzalo und César Palacios abgeschlossen wurden, eine Vereinbarung, die dem Madrider Club 50 Millionen Euro für den Verkauf von 70% der Transferrechte an beiden Stürmern einbringt, hat der englische Club nun Thiago Pitarch im Visier. Fulham wird nach dem Gonzalo Palacios Doppeltransfer weiterhin Valdebebas im Auge behalten und der junge Mittelfeldspieler ist ihr Wunschkandidat. Im Fall von Thiago Pitarch verläuft der Transfer langsamer. Fulham arbeitet derzeit an anderen Positionen und hat weitere Spieler im Visier, um das Mittelfeld zu verstärken. Darunter Shea Charles, für den Southampton rund 30 Millionen Euro fordert und der auch das Interesse anderer Vereine geweckt hat. Die Verletzung des Eigengewächses, der sich von einer Knieverletzung erholt und mehrere Wochen ausfallen wird, ermöglicht es Fulham zudem, bei der Verpflichtung vorsichtiger vorzugehen. Das Vertrauen des englischen Clubs in die Verpflichtung des Real Madrids Eigengewächses beruht auf der Zustimmung des Spielers. Er soll voll und ganz bereit sein, wieder mit Arbeloa zusammenzuspielen und sich seinen ehemaligen Teamkollegen Palacios und Gonzalo in England anzuschließen. Erste Gespräche zwischen dem Berater des Spielers und Fulham haben bereits stattgefunden und der englische Club ist zuversichtlich, dass der Spieler von dieser Möglichkeit begeistert sein wird. Ja, wen wundert das, dass ein Thiago Pitarch begeistert davon wäre, unter Álvaro Arbeloa zu spielen. Wir sehen, welches Vertrauen oder haben gesehen, welches blinde Vertrauen ein Arbeloa in Thiago Pitarch hatte. Wie gesagt, die größten Spiele von Real Madrid und Thiago Pitarch war in der Startelf und andere gestandene Profis saßen auf der Bank. Ja, also kein Wunder, dass ein Thiago Pitarch gerne zu Arbeloa wechseln wird. Und wie gesagt, dazu kommt noch der Bonus, dass ein Gonzalo und ein César Palacios auch schon dahin gewechselt sind. Das heißt, er weiß ganz genau, er hat andere Spanier, er hat schon Freunde in der Mannschaft. Das macht so einen Wechsel ins Ausland natürlich wesentlich einfacher. Vielleicht teilen die drei sich da irgendwo ein Haus oder was auch immer, haben da gute Stunden und haben einen Trainer, der auf die Jugend setzt. Meiner Meinung nach, und das muss ich so offen und ehrlich sagen, ist das der richtige Transfer. Ein Thiago Pitarch ist ein Riesentalent, aber man muss auch sagen, in wichtigen Spielen gegen Man City, gegen Bayern hat er 2-3 Mal diese Rückpässe drin gehabt, wo ein Courtois und ich glaube das zweite Mal ein Lunin ihn sehr gerettet haben aus so brenzlichen Situationen. Der Junge, wie gesagt, hat meiner Meinung nach wirklich eine tolle Zukunft vor sich. Die Frage ist nur, würde er diese Saison bei Real Madrid genügend Minuten bekommen? Und da ist meine Antwort nein. Ich glaube, ein José Mourinho ist ein anderer Trainertyp. Ein José Mourinho möchte Risiko minimieren. Er möchte auf erfahrene Spieler setzen. Deshalb ein Bernardo Silva-Transfer. Deshalb reden wir über den Rodri-Transfer. Die anderen Transfers, Dumfries etc. sind auch schon gestandene Profis. Ein José Mourinho gibt natürlich Talenten ihre Chance. Aber ein José Mourinho wird einem Thiago Pitarch nicht sagen, du spielst bei mir 4.000, 5.000 Minuten. Und das kann vielleicht ein Álvaro Arbeloa ihm bei Fulham versprechen. Dazu, glaube ich, der physische Fußball in der Premier League wird einem Thiago Pitarch helfen, ein besserer Fußballer zu sein. Technisch ist der Junge überragend, ist begnadet, aber körperlich, glaube ich, kann ein Thiago Pitarch noch zulegen. Da sehe ich einen César Palacios schon körperlich stabiler oder einen Gonzalo sowieso. Aber ich glaube, diese Erfahrung könnte einem Thiago Pitarch gut tun. Und wie gesagt, ihr kennt meine Meinung. Wir hatten ja so eine kleine Partnership mit Como, wo wir unsere Talente hingeschickt haben. Die konnten sich in der Serie A austoben und dann hoffentlich zurück nach Real Madrid kommen. Siehe Nico Paz oder Jacobo Ramon. Aber ich bleibe dabei, die Premier League ist für mich um Längen besser als die Serie A. Und wenn wir die Chance haben, Spieler dahin zu schicken mit dieser 50%-Klausel, dann immer gerne zur Premier League. Ich bin sowieso schon ein Fulham-Fan. Noch ein Grund mehr, mir die Fulham-Spieler anzuschauen. Aber ich bleibe dabei, ein Real Madrid muss immer die Oberhand behalten, immer mindestens 50% der Rechte behalten und jederzeit eine Klausel ziehen können, Thiago Pitarch zurück. Oder zur Not, wie bei Gonzalo und César Palacios, die kriegen von mir aus 70%. Aber Real Madrid gehören immer noch 30% des Spielers und kann jedes Angebot immer ausgleichen.
Ja, minus dann der 30%, die einem sowieso gehören und dann kriegt man diese Spieler zu einem für Real Madrid ertragbaren Preis. Ja, trotz alledem wollte ich euch die Info geben. Thiago Bitach könnte der dritte Neuzugang vom FC Fulham sein von Real Madrid. Ja, kommen wir dann zu einem anderen jungen Spieler, der am Wochenende viele Madridistas begeistert hat, Endrick. Der Brasilianer, der irgendwie bei Real Madrid auf einem falschen Fuß gestartet ist, auf einem schlechten Fuß. In seiner ersten Saison hatte er einen Trainertypen wie einen Carlo Ancelotti, der ähnlich wie José Mourinho eher auf Erfahrung, Kabinenhierarchie, bei dem war es eher Kabinenhierarchie als Erfahrung gesetzt hat. Tatsache ist, ein Endrick hat kaum Minuten bekommen. Und unter Xabi Alonso, das ist immer noch meiner Meinung nach der einzige Fehler, den ich in Xabi Alonso ankreiden kann, auch unter dem Spanier, hat ein Endrick nicht die Chancen bekommen, die er meiner Meinung nach verdient hätte. Das ist meine Meinung. Wenn ihr das anders seht, steht euch die Kommentarbox immer offen. Meiner Meinung nach hat man auch bei Lyon gesehen, was für ein Talent dieser Junge hat. Der hat die französische Liga zerschossen, revolutioniert. Es war ein Augenschmaus, ihm zuzuschauen. Ja, und jetzt in seinem ersten Vorbereitungsspiel bei Madrid hat er direkt wieder gezeigt, was er auch für ein Knipser ist. Ja, Tatsache ist allerdings, die Luft bei Madrid für den Brasilianer wird immer enger, denn ein Kylian Mbappé ist gesetzt. Da kann kommen, was wolle. Und jetzt scheint Real Madrid ja auch noch einen Yan Diomandé zu holen. Und das war die Position, für die man so ein bisschen einen Endrick im Auge hatte, als rechter Flügel, da wo er bei Lyon Spaß gemacht hat. Ja, und falls Vini links bleibt, sind die 3 Spots im Sturm besetzt. Und ein Endrick müsste sich Gedanken machen, wie er seine Minuten bekommt. Ja, und da meldet sich die Gazzetta dello Sport mit Informationen aus Italien. Lesen wir uns die zusammen einmal durch. Endrick, Mourinho zieht es in Betracht und die Roma wartet. Ein Deal im Stil von Nico Paz wird erwogen. Der brasilianische Stürmer scheint nicht im Mittelpunkt von Real Madrids Projekt zu stehen. Die Giallorossi streben eine Leihe mit Kaufoption plus einen möglichen Gegenkauf an. Nach dem Vorbild dessen, was Como bereits für den Argentinier getan hat. Ein schönes Tor gegen Fiorentina in einem Freundschaftsspiel könnte nicht reichen. Endrick wird in den kommenden Tagen von José Mourinho genau unter die Lupe genommen. Und die Roma wird das Geschehen mit großem Interesse verfolgen. Der Brasilianer steht seit über einem Monat auf der Wunschliste der Giallorossi, die Schwierigkeiten haben, die von Gasperini geforderten Stürmer zu finden. Endrick entspricht genau dem Profil, das dem Trainer gefällt. Er sieht ihn nicht nur als Mittelstürmer, das ist falsch übersetzt, wo er bereits Castro und Malen spielen, sondern auch auf den Flügeln, sowohl rechts als auch links. Der Amicos Reise nach Madrid war kein Zufall. Der Sportdirektor flog nach Spanien, um die verfügbare Machbarkeit des Transfers zu prüfen und die Verfügbarkeit bei Real Madrid auszuloten. Bislang gab es noch kein konkretes Angebot von Seiten der Königlichen. Wie Marca und Globo berichten, spielt Endrick in Mourinhos Plänen jedoch keine zentrale Rolle. Der portugiesische Trainer sucht neben Mbappé offensichtlich einen anderen Spielertyp, einen physisch stärkeren Stürmer, der besser zu seiner Spielphilosophie passt, und er fand ihn in Carlos Espi von Levante, für den sich die Königlichen gegen die Konkurrenz mehrerer Vereine durchsetzten. Zu diesem Spielertyp zählen auch Vini, Mbappé, Brahim Diaz und Rodrigo. Nicht Mastantuono, der auch der Roma angeboten wurde, aber nur geringes Interesse weckt. Ja, also, ihr habt gehört, laut El Globo, laut Marca etc. spielt ein Endrick keine zentrale Rolle unter Mourinho und die AS Roma hat ihre Finger mal ausgestreckt nach Madrid, was da los ist. Rom ist dieses Jahr in der Champions League. Ja, und da bin ich gespannt, was ihr dazu denkt. Meiner Meinung nach hat ein Endrick endlich mal eine faire Chance bei Madrid verdient. Das ist aber meine Meinung. Und meine Meinung ist bei Madrid zweitrangig, zehntrangig. Das ist komplett uninteressant. Was zählt, ist die Meinung von einem José Mourinho. Und wenn ein José Mourinho sagt, hör mal Endrick, auch du kommst bei mir nur auf 1000 Minuten in der Saison, ja, dann finde ich es auch gut. Dann fände ich es sogar besser, wenn er nach Rom geht. Und da, wie gesagt, wie bei Nico Paz, man behält 50%, kann sich den jederzeit zurückholen. Und dass er da seine Entwicklung weitermacht, die Entwicklung, die auf einem guten Weg ist, wie man bei Lyon gesehen hat, meiner Meinung nach wäre das aber ein Fehler. Denn ich möchte Endrick bei Madrid. Ich glaube, der hat die Qualität, vor allem den nötigen Biss und Ehrgeiz,
ja, dieser Mannschaft sofort weiterzuhelfen. Bin ich gespannt, wie ihr das seht. Ja, vielleicht stehe ich ja da alleine mit meiner Meinung. Ja, wo ich in den letzten Monaten auch ein paar Mal das Gefühl hatte, alleine bei meiner Meinung zu stehen, ist bei der Meinung rund um Vini Junior. Ihr wisst, ich bin ein ganz großer Vini-Fan. Ich glaube, Vini Prime ist der beste linke Flügel der Welt. In den letzten Jahren bei der Champions League der beste Spieler in der Champions League. Ja, wie sieht es rund um Vini aus? Hören wir da die Information von Arantxa Rodriguez. Morgen kehrt Vinicius zurück, genauso wie Bernardo Silva, ein weiterer Neuzugang, der Dritte sein wird, der sich Mu und Brahim Diaz anschließt. Und es wird erwartet, dass ab morgen, ich weiß noch nicht, ob morgen, übermorgen oder am Tag danach, aber es ist klar, dass der Verein und die Vertreter von Vinicius diese Woche die Gespräche über die Vertragsverlängerung wieder aufnehmen werden. Es wird erwartet, dass es keine Überraschungen gibt und dass eine Einigung erzielt wird, denn beide Seiten wollen den gemeinsamen Weg fortsetzen. Wir werden sehen, zu welchen Bedingungen und ob das finanzielle Angebot Vinicius am Ende zufriedenstellt. Also gehen wir in eine Woche, die meiner Meinung nach wichtig sein wird, um die Zukunft von Vinicius zu erfahren. Ja, ihr habt es gehört, die entscheidende Vini-Woche ist jetzt. Heute kommt Vini zurück. In dieser Woche soll das endgültige Treffen zwischen Real Madrid und Roc Nation sein und man geht an sich davon aus, dass eine Einigung erzielt wird, weil alle Parteien es wollen. Aber seien wir mal ehrlich, das hören wir inzwischen seit 1,5 Jahren, dass alle Parteien es wollen und eigentlich eine Einigung erzielt werden müsste. Aber es wird keine Einigung erzielt und mir geht es gehörig auf den Zeiger, bin ich ganz ehrlich. Inzwischen bin ich schon der Meinung, bevor wir uns das weiter wochenlang geben müssen, dann ist das halt so. Naja, aber Arsenal gibt Vollgas, denn wie im Marca José Félix Díaz geschrieben hat, Arsenal plant spektakulären Transfer von Vinicius Junior. Mikel Arteta führt persönlich die Transferoffensive an. Die Gunners haben angeblich eine ehrgeizige Vision für den Star von Real Madrid entworfen und eine wichtige Entscheidung wird in Kürze erwartet. Arsenal unternimmt alles, um Vini Junior zu verpflichten und Trainer Mikel Arteta kümmert sich persönlich um die Bemühungen des Vereins, wie Diario AS erfahren hat. Berichten zufolge hat Arteta dem brasilianischen Star deutlich gemacht, welche zentrale Rolle er in Arsenals langfristigen Plänen spielen wird. Die Botschaft lautet, Vinicius soll das Herzstück einer Mannschaft werden, die sich in den letzten beiden Saisons bereits als eine der europäischen Spitzenmannschaften etabliert hat und nun den letzten Schritt zur dominanten Stellung auf dem Kontinent gehen will. Dieser Vorschlag ist nun bei Vinicius angekommen, der versteht, dass Arsenals Pläne für die Saison 26/27 maßgeblich auf ihm basieren werden. Laut dem Bericht ist er sich einer solchen Bedeutung bei Real Madrid möglicherweise nicht mehr sicher. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun darauf, was der Brasilianer den Verantwortlichen von Real Madrid nach seiner Rückkehr in die spanische Hauptstadt in den kommenden Stunden mitteilen wird. Ein Treffen, das sich als entscheidend für seine Zukunft erweisen könnte. Obwohl Vinicius Vertreter Berichte über eine Einigung mit Arsenal dementiert haben, unterstreicht Artetas direkte Beteiligung und die Botschaft des Trainerteams, dass das Interesse des Premier League Meisters echt ist und weit mehr als nur ein weiteres Transfergerücht aus dem Sommer. Ja, der Artikel geht noch ein bisschen weiter. Unten steht auch in dem Artikel, dass Real Madrid und Vini Junior, wie wir so oft gehört haben, an sich beide Parteien eine Verlängerung wollen, aber Arsenal bereit ist, Arsenal ihm ein sehr interessantes Angebot gemacht hat. Ja, und wenn Vini Junior nicht das Gefühl hat, bei Real Madrid auch diese wichtige zentrale Rolle zu bekommen, ja, dass er sich dann den Wechsel überlegen könnte und Arsenal mit ihm den endgültigen Sprung an die europäische Spitze schaffen könnte. Ja, es ist ein anstrengendes Thema, ich bin ganz ehrlich zu euch. Ich habe Vini Junior lange verteidigt, aber seien wir mal ganz ehrlich, ich muss ausnahmsweise mal so ehrlich sein. Ihr kennt meine Meinung, kein Spieler ist größer als der Verein. Aber was hat ein Vini Junior in den letzten 2 Jahren denn geleistet, dass er solche Summen verlangt? Dass er einen Neuvertragsunterschriftsbonus in Höhe von keine Ahnung wie vielen Millionen Euro erwartet. Nur weil Mbappé den bekommen hat. Mbappé ist aber von Paris gekommen, von einer anderen Mannschaft. Und Mbappé, auch wenn wir keinen Titel holen, schießt er seine 40, 50 Tore diese Saison. Ich sage nicht, dass Mbappé der Heilsbringer ist, also versteht mich nicht falsch. Aber Vini
Junior hat in den letzten 2 Jahren gar nichts geleistet, gar nichts, was solche hohen Vertragssummen rechtfertigen würde. Und ganz einfach, Vini Junior, das Leben ist ein Geben und Nehmen. Du profitierst ja auch davon, dass du Spieler von Real Madrid bist. Du kriegst Werbeverträge, die du so woanders nicht bekommen würdest. Ja, ganz ehrlich, langsam bin ich diesem Thema überdrüssig. Ich habe auch langsam das Gefühl, ich möchte euch mit diesem Thema nicht mehr nerven. Aber ich verstehe es auch so, dass ich euch immer die Aktualität mitteilen muss. Stand heute, Arsenal geht all in. Ja, und ich kann nur hoffen, dass diese Woche wirklich entscheidend wird. Und inzwischen, ja, ich sag nicht, ist es mir fast egal. Ich will immer noch, dass Vini bleibt. Natürlich möchte ich, dass Vini Junior bleibt. Aber inzwischen, meine Güte, wenn es nicht so sein sollte, dann möchte ich auch dieses Thema hinter uns haben. Dann kann Real Madrid vielleicht noch auf dem Transfermarkt reagieren. Auch wenn du nie einen kriegen wirst, der in diese Fußstapfen treten kann. Zumindest nicht sofort. Ja, bin ich gespannt, wie ihr das seht, ob ihr dieses Thema auch genauso anstrengend findet wie ich. Lasst eure Meinung dazu in den Kommentaren. Ich kann im Endeffekt ja nichts dafür. Ich erfülle nur meine Aufgabe und teile euch diese Informationen mit. Also liked dieses Video bitte trotzdem. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dieses Video, lasst ein Follow da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir unterhalten uns morgen wieder. Ja, hoffentlich dann mit Themen, die mir mehr Freude machen. Also, ich sag einfach mal, bis morgen. À la Marie!